Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus der Volkswirtschaft. In diesem Video geht es um die Inflation und um die Inflationsrate. Da habe ich 3 Aussagen zusammengetragen. Es wird alles teurer, die Inflation steigt immer weiter, Preistreiber ist der Ölpreis. Alle 3 Aussagen beziehen sich auf die Inflation. Und es wird Zeit, dass wir uns überlegen, was die Inflation eigentlich ist. Was ist die Inflation? Die Inflation ist in Wirklichkeit ein Preisvergleich von gleichen Produkten oder auch Leistungen mit dem Vorjahr. Also nicht mit dem gesamten Vorjahr, sondern eigentlich mit dem Vorjahresmonat. Das heißt, am Beispiel vom Strom, was kostet der Strom jetzt aktuell und was hat er genau vor einem Jahr gekostet? Wir können uns also überlegen, wenn wir den Preis vom Strom aus dem April dieses Jahres kennen, können wir nachschauen, was der Strom im April des Vorjahres gekostet hat und einen direkten Vergleich herausziehen, wie sich der Preis entwickelt hat. Ist er gestiegen? Ist er gesunken? Wie schaut es aus? Und das wird aber jetzt nicht mit einem Preis gemacht, sondern mit den verschiedensten Stromanbietern, mit den verschiedensten Anbietern beim Gas, bei der Fernwärme, beim Heizöl und was auch immer. Und das ist aber nicht nur die Energie, sondern generell alle Produkte. Schauen wir uns das weiter an, weil da sind wir nämlich beim Warenkorb. Der Warenkorb wird in den Nachrichten oft genannt, wenn es um die Inflation geht. Und das ist in Wirklichkeit ein Begriff, der zusammenfasst, welche Produkte und welche Dienstleistungen überprüft werden. Und das sind alles relevante Produkte vom Schrank, den man einkauft, um seine Wohnung einzurichten, bis zum Auto, bis zum Treibstoff, dem Smartphone, den Lebensmitteln natürlich, Zeitungen, was auch immer. Das gilt für die Dienstleistungen wie Versicherungsdienstleistungen oder Bankdienstleistungen genauso. Und der Warenkorb ist aber nicht nur in einer Form vorrätig, sondern man hat 3 verschiedene Arten aufgebaut, nämlich den allgemeinen Warenkorb, den Mini-Warenkorb und den Mikrowarenkorb. Der allgemeine Warenkorb betrifft alle Menschen, betrifft alle Situationen und dabei wird gewichtet, was besonders wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und damit meint man vor allem, welche Produkte und Dienstleistungen sehr häufig gefragt sind. Also zum Beispiel einen Schrank werde ich nicht so oft kaufen. Tanken werde ich hingegen vielleicht im extremsten Fall sogar täglich, wenn ich sehr, sehr viel fahre, wenn ich Außendiensttätigkeiten habe. Wenn ich pendeln muss, dann werde ich vielleicht 2-mal die Woche tanken müssen. Also ich muss sehr oft zur Tankstelle fahren und daher ist die Gewichtung entsprechend höher. Das gilt auch für die Energie, weil heizen muss man natürlich auch und kochen ebenso. Und es gibt aber andere Dienstleistungen und Produkte, die weniger relevant sind. Die sind dann in der Gewichtung der Inflation etwas geringer eingestuft, sind aber trotzdem zu überprüfen und man muss sich das trotzdem anschauen. Also oft Thema, nämlich weil da die größten Preisänderungen sind oder weil es hier den Leuten besonders weh tut, ist Treibstoff, Heizöl, Wohnen und Energie, sowie die Lebensmittel und Dienstleistungen. Bei den Dienstleistungen fällt auf, dass besonders im Zusammenhang mit Gastronomie und Hotellerie die Dienstleistungen regelmäßig teurer werden. Das wird auch teilweise schon politisch diskutiert. Neben dem allgemeinen Warenkorb gibt es auch den Mini-Warenkorb. Der Mini-Warenkorb ist jetzt nicht so richtig klein, aber er hat eine bestimmte Funktion, nämlich er bildet den typischen Wocheneinkauf ab. Das heißt, man geht davon aus, was braucht eine Familie, sagen wir 4 Personen, in einer Woche typischerweise. Das wird natürlich von Familie zu Familie leicht unterschiedlich sein,
aber es gibt gewisse Dinge, die hier nicht so schwerwiegend eingestuft werden. Daher sind die Lebensmittel sehr wichtig und alle Produkte, die man für den täglichen Bedarf braucht, aber das Tanken wird auch berücksichtigt. Vielleicht nicht in der Intensität wie beim allgemeinen Warenkorb, aber der Mini-Warenkorb bildet schon ab, was so pro Woche mehr bezahlt werden muss als zum Beispiel vor einem Jahr. Und die dritte Art ist der Mikrowarenkorb, der so heißt, weil er sich darauf reduziert, was man für den typischen Tageseinkauf braucht. Und hier sind natürlich die Lebensmittel besonders zu nennen, weil die braucht man tatsächlich täglich. Das Tanken wird hingegen weniger berücksichtigt, weil die wenigsten müssen täglich tanken. Und wenn man sich das jetzt überlegt mit den 3 Warenkörben, dann kann es schon sein, dass die allgemeine Inflationsrate vielleicht 2,2% ausmacht, der Mini-Warenkorb aber 3,4% und der Mikrowarenkorb 4,5%. Wie kann das sein? Das ist dann möglich, wenn zum Beispiel die Lebensmittel äußerst teuer werden, der Ölpreis aber zum Beispiel sich moderat verhält und bei der allgemeinen Inflation kann es sein, dass manche Produkte günstiger werden und manche teurer und sich das ausgleicht. Beim Mikrowarenkorb werden manche aber gar nicht berücksichtigt, daher kann der Ausgleich nicht stattfinden. Womit wir schon beim Begriff der Inflationsrate sind, das ist jene Kennzahl, die auch in den Nachrichten sehr oft genannt wird und sie ist in Wirklichkeit das Ergebnis der Inflationsberechnung. Das heißt, ich habe hier niedergeschrieben Inflationsrate im April 3,5%. Das bedeutet bei einer allgemeinen Inflation, dass die Preise im Schnitt um 3,5% höher sind als im April des Vorjahres. Das wäre schon eine ganze Menge. Also die Volkswirte haben es ganz gern, wenn die Wirtschaft regelmäßig wächst. Die Inflationsrate sollte 2% betragen. Also 3,5% ist schon sehr hoch. Und ich nehme das Video jetzt im Mai 2023 auf und wir haben in Österreich zum Beispiel eine sehr hohe Inflationsrate bei fast 10%. Das hatte schon sehr lange, jahrzehntelang nicht mehr gegeben. EU-weit sind es ungefähr 7% momentan. Alles deshalb, weil die Energie so teuer geworden ist, als Reaktion auf den Krieg Russlands, das die Ukraine im Februar 2022 angegriffen hat. Und da sieht man, wie die Energiepreise die Inflation insgesamt beeinflussen können. Allerdings muss man bei der Inflation auch aufpassen, weil man kann auch leicht in die statistische Falle hineinrennen. Nehmen wir einmal an, der Ölpreis ist sehr stark gestiegen. Das hat zur Konsequenz, dass die Preise für die Treibstoffe stark steigen und auch für das Heizöl. Und die Inflationsrate könnte zum Beispiel statt 2,2 4,0% betragen. Das haben wir alle schon gehabt. 2008 stieg der Ölpreis auf $160 pro Fass und die Inflationsrate ist auf 4% gestiegen. Obwohl die Wirtschaft sonst perfekt funktioniert hat, aber die Inflationsrate war natürlich extrem hoch für damalige Verhältnisse. Momentan durch den Russlandkrieg ist es noch höher. Aber die 4% hat man auch schon lange nicht mehr gesehen und dadurch wurde zum Beispiel Brot sehr teuer, weil alles, was mit Zustellung zu tun hat, das Mehl musste ja geliefert werden, hat insgesamt die Inflation nach oben getrieben. Jetzt ist es aber so, dass jemand, der pendelt und der mit Heizöl heizt, ist doppelt betroffen. Jemand, der kein Auto hat, der zum Beispiel ein Haus hat und mit Solar heizen kann, der ist gar nicht betroffen. Natürlich hat er die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln auch zu tragen, keine Frage, aber es zeigt, dass eine Inflationsrate verschiedenste Lebenssituationen nicht wirklich 1:1 abbilden kann.
Man kann sich zwar eine Richtschnur hernehmen und kann sagen, okay, die Inflation steigt oder fällt, aber jemand, der auf das Auto angewiesen ist, hat dann eine ganz andere Situation als zum Beispiel jemand, der so wie ich von zu Hause aus arbeiten kann. Damit hast du eine ganz andere Kostensituation, eine ganz andere generelle Situation. Also die Inflationsrate heißt nicht, dass es für jeden gleich ist. Und dann haben wir noch die Inflation und ihre Bedeutung. Und die Bedeutung ist eine sehr hohe. Es wird nicht zum Spaß jeden Monat die Inflationsrate genannt, weil natürlich die Preisveränderung die Menschen betrifft. Das betrifft die Privathaushalte genauso wie die Unternehmen. Aber es gibt eine ganz andere Geschichte, nämlich die Inflationsrate aufs Jahr gerechnet ist die Grundlage für die Lohnverhandlungen im Herbst. Das heißt, wenn es eine hohe Inflationsrate gibt, dann fordern natürlich auch die Arbeitnehmervertreter, dass das entsprechend abgegolten wird und eine deutlich höhere Lohnanpassung erfolgen soll. Also Lohn und Gehalt sollen deutlich steigen, zumindest so weit, wie es die Inflation gestiegen ist, um diesen Geldverlust ausgleichen zu können. Die Arbeitgebervertreter wollen natürlich einen möglichst geringen Abschluss haben, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, uns ist das alles egal, wir erhöhen die Löhne nicht, dann haben die Leute weniger Geld im Geldbörsel und das heißt, sie kaufen weniger ein und damit verlieren die Unternehmen Umsatz. Das macht natürlich auch keinen Sinn und daher muss man sich immer in der Mitte treffen. Und das zeigt, dass eine einzige Information, nämlich die Inflationsrate, eine sehr große Auswirkung hat auf die gesamte Wirtschaft. Und das soll es jetzt gewesen sein, was Inflation und Inflationsrate betrifft. Ich werde noch ein Video machen über die verschiedenen Arten der Inflation. Da gibt es die unterschiedlichsten, weil die Außeninflation haben wir jetzt kennengelernt durch die Energiepreise, die gestiegen sind nach dem Angriff von Russland. Das nur als ein Beispiel, das schauen wir uns dann an. In diesem Sinne, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen, bis zum nächsten Mal.